Heute Nacht geht's los. 4 Uhr klingelt der Wecker. Ich hab's wieder geschafft. Ich hab's wieder gemacht. Ich bin hier in Varel am Almsee. Ich bin auch wieder nicht allein unterwegs. Ich zeige euch mal, mit wem ich unterwegs bin. Da sitzt er im Boot. Ich habe den Eduard heute wieder mit. Der kennt das hier noch nicht, der war hier noch nicht. Jetzt fahren wir zu den Bojen. Und da ist der erste, das gibt's doch nicht. Bist? Ja. Hier ist das Gummiangeln, gemütliches Angeln. Unser Eddie hat jetzt mit dem 70er Mirak. Ja, Leute, ich habe Eduard geholfen beim Keschern. Der Köder ist einfach komplett weg, man sieht ihn wirklich nicht mal mehr. So, ich wechsle nochmal die Farbe. Da ist er, er glaubt, er hat einen Biss. Hat er einen Biss? Wir können es nicht genau sagen, wir drehen uns jetzt gerade mit dem Boot ein bisschen. Jetzt hat es auch noch angefangen zu regnen. Aber könnte gut sein, dass das ein Biss ist. Jo. Ja, also. Ja, jetzt. Das ist tatsächlich so, dass Eduard hier jetzt bei fast jedem Wurf irgendwie was drauf bekommt und der lässt unendlich lang absinken. Und jetzt warte. Ich habe meine Rute hier auch noch drin. Tja, was soll ich anderes sagen? Rute ins Wasser, mach Rute unters Boot. Unters Boot, Rute, ja so, ganz weit runter. Ja, die ist, glaube ich, in der Boje drin. Ne, hast du Glück gehabt. Das scheint was Größeres zu sein. Ich denke, das ist eine Lachsforelle, glaube ich. Jo. Das ist die erste schöne heute, liebe Leute. Der Eduard macht mich hier richtig nass. Oh ja, das ist eine schöne. Das ist doch ein schöner Fisch. Oh. Da ist er. So, Rute ist raus. Ja, also über 2 Kilo hat sie auf jeden Fall. So, heute ist das schon die erste schöne. So, keschern wir ihm. Jawohl. Danke, Leute. Ah, gerne. Jupp, jupp, jupp. Mirax ist volle Kanne weg. Wie immer. Wie immer. Ja, und was soll ich sagen? Eduard, Petri, das ist der Almsee, Junge. Ah, Saschle. Ah, Leute, ihr glaubt es nicht, wir haben jetzt eine Zeit lang nicht gefilmt. Aber wir haben einiges an Fisch gefangen, also ich glaube 4 oder 5 Fische sind jetzt noch rausgekommen und wir haben den Code oder den Schlüssel zum Fisch jetzt so ein bisschen gefunden und tatsächlich funktioniert das wirklich sehr gut. Also die Fische stehen sehr, sehr tief. Da, jetzt hier, ihr seht es, live auf der Rute. Ich habe nur stehen gelassen. Und jetzt haben wir sie. Also direkt unterm Boot haben wir lange absinken lassen. Das scheint was Besseres auf jeden Fall zu sein. Oh ja, das ist eine schöne Lachsforelle. Das kann man doch schon... Oh ja, Eduard, guck dir das an. Hä? Und hängt nur ganz vorne. Die hat mit dem Köder gespielt. Kannst du mir den keschern? Super. Oh, schöner Fisch. Das ist doch mal ein schöner Fisch. Hä, Eduard? Ja, ja. Schönes Ding und live auf Kamera. Ich habe es doch gesagt, guck mal, wie der beißt. Ich habe wieder absinken lassen und der hat den einfach aufgesammelt. Und Eduard hat ihn im Kescher. Jawohl. Schönes Ding, schönes Ding. Jo, der dreht jetzt völlig durch im Kescher. Hat sich, glaube ich, 60.000 Mal in die Schnur eingewickelt. Den müssen wir da jetzt erstmal rausholen und dann zeige ich euch den. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir die erste schöne Lachsforelle gefangen. Die hat genau vorm Boot gebissen. Ich denke, man konnte das mit der GoPro richtig gut sehen. Ich habe einfach nur stehen gelassen und durch diese Absinkphase, die verlängerte Absinkphase, hauen die hier richtig drauf. Wir hatten vorhin auch so, hat Eduard so eine große verloren. Das ist ein richtig schöner Fisch. Und ich hoffe, dass wir davon noch ein paar hier kriegen beim Almsee. Und wir versuchen es einfach. Bleibt dran. So. Jetzt hat der Regen, der Nieselregen ganz leicht aufgehört.
Wird auf einmal ganz ruhig, kein Wind. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Ist schon ein Hammer-Feeling hier vom Boot. Oder Eduard, gefällt es dir hier vom Boot? Ja. Macht Spaß, ne? Ja. Ist mal was anderes. Komm auch gerne hier hin, allerdings... Andere Methode, ja? Genau, ist eine ganz andere Angelei, wie man das kennt. Also ist nicht die übliche Führungstechnik, aber ich habe hier schon aus einigen Situationen lernen können. Also man muss hier stets am offenen Bügel die Schnur beobachten. Wenn die gleichmäßig abzieht, sinkt der Köder nur ab. Oft ist es aber wirklich so, dass die stehen bleibt und dann mit Mal ganz schnell abzieht. Und das ist dann zu 90 oder 80% immer ein Fisch. Aber generell funktioniert diese Methode hier sehr gut, gerade wenn die Fische so tief stehen. Man hat dann eigentlich gar keine andere Chance, an die Fische ranzukommen, weil wenn man einen Spoon, auch wenn es ein schwerer Spoon ist, wenn man den so tief absinken lässt und den dann einleiert, auch wenn man den langsam einleiert, läuft er nicht so, wie er soll, weil er quasi vertikal läuft. Also man zieht den vertikal hoch. Und das ist einfach nicht das Spiel, wie der haben soll. Das merkt man auch beim Einholen. Und deswegen funktioniert hier diese Gummitechnik mit lange absinken lassen und ganz langsam einholen oder gar nicht einholen, mehr gesagt, sondern 2-3 Kurbelumdrehungen und wieder an gespannter Leine absinken lassen, zwischendurch die Spule aufmachen. Also das funktioniert hier wirklich sehr gut. Das ist auch noch so eine Sache, wenn man hier in der Boje fest ist und ganz langsam der Wind anfängt, dreht man sich und dann verliert man oft die Spannung zum Köder. Spaß macht's richtig. Also hier vom Boot die Forellen zu beangeln, glaube ich, einmalig in Deutschland. Hat der Wilfried hier richtig gut gebastelt, den Teich. Gefällt mir richtig gut. Nochmal einen Daumen für dich, Wilfried. Naja, ich mache jetzt erstmal die Cam aus. Das dauert hier jetzt ewig mit diesem Absinken. Sobald was passiert, seid ihr wieder dabei. Tja, jetzt haben wir noch ein paar Wurf gemacht. Jeder hat sich eine Wurst reingezogen. Und jetzt fängt es auch wieder an zu regnen, beziehungsweise zu nieseln, zu stippeln. Technik haben wir jetzt definitiv rausgefunden. Lange absinken lassen. Die Fische stehen sehr tief, sammeln die Köder. Die absinken, sammeln sie auf. Und jetzt wollen wir nochmal eine andere Boje probieren. Und der Eduard, ich zeige ihn euch mal, der ist hier fleißig am Kauen und am Paddeln, am Rudern. Und ja, wir wechseln die Boje und dann schauen wir, was passiert. Ich bin mir sicher, dass wir noch einige Fische fangen oder zumindest ein paar werden noch drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und ihr seid natürlich mit dabei, Leute. Bis gleich. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist hier einfach wieder ein Träumchen. Jedes Mal, wenn wir den Köder absinken lassen und tief genug kommen mit den Ködern und die auch noch langsam präsentieren können, knallt es hier in der Rute. Und jetzt kommen auch richtig schöne Fische raus. Also das sind keine Kilofische mehr, die immer wieder unters Boot gehen. Das ist hier so ein bisschen nervenaufreibend. Jeder Fisch versucht hier unters Boot und schnell unter die Boje. Oh, den konnte ich da jetzt. Da kommt er. Wahnsinn. Adrenalin. Adrenalin pur. Männer, ich sag's euch, das muss man erlebt haben, was hier los ist. Dafür nimmt man auch so eine weite Reise auf sich, um auf Lachsforellen vom Boot zu angeln. Das ist einmalig. Und die haben hier Kraft, das sage ich euch. Auch wenn sie keine 4-5 Kilo haben, die haben hier so einen Dampf, das Wasser ist so sauber. Ne? Eduard, was sagst du? Das ist ein Spaß, hä? Ja. Ah, jetzt geht sie wieder unter das Boot. Da kommt sie. Den Köder voll weggeballert. Also die steigt so schnell nicht mehr aus. Ja, und so, komm zu Papi.
Tja Leute, ich wollte euch einmal zeigen, wenn man so angelt, kriegt man natürlich den Biss sehr spät überhaupt mit. Und ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich weiß nicht, wo der Köder ist. Ich sehe den nicht mehr. Keine Ahnung, ob ich den da noch rauskriege, ohne die Schnur durchzutrennen und neu zu binden. Verrückt. Richtig, richtig schöne Lachsforelle. Ich zeig's einmal. Schmal, sportlich, Torpedo. Bevor die Kamera angegangen ist, ist der 6-mal aus dem Wasser oder so rausgesprungen. Richtig toller Fisch. Und hier, oh, eine Goldforelle. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Zweite Mal. Ja, vorhin hat Eduard einen Abriss gehabt. Nein. Oh, guckt euch an, was die hier macht. Der Gummiköder ist abgeflogen. Eduard jetzt schön vorsichtig, ne? Nicht so wie vorhin. Die Rute immer schön unter das Boot, sonst geht die wieder unter die Boje. Und das live, während ich schön meinen Fisch präsentiere, knallt der Eduard hier so ein schönes goldenes Ding raus. Wahnsinn. Hä? Oh. Ich bin pitschnass, ey. Schön vorsichtig. Der Haken hängt nur vorne. Hast du sie gesehen? Ja. Hä? Ah, jetzt kommt sie. Ja. Mach die Rolle auf, genau. Oh, Wahnsinn. Guckt mal. Wahnsinn, was für ein schöner Fisch. Wahnsinn, Glückwunsch, Junge. Danke. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Nach diesem spektakulären Doppeldrill oder fast Doppeldrill, ich habe meinen Fisch gerade erst rausgehabt, präsentiert, und da hat Eduard die goldene, die vorhin vielleicht abgerissen ist, also er hatte vorher einen Aussteiger auch für goldene, und jetzt haben wir sie beide rausbekommen. Richtig, richtig schöne Fische hier beim Almsee, und ich weiß nicht, was wir noch sagen sollen. Wir haben so eine Menge Spaß hier, es funktioniert genau wie wir wollen. Wir haben den Schlüssel, glaube ich, gefunden. Ne? Ja. Fische stehen tief, Gummiköder am mittelschweren Kopf absinken lassen, langsam präsentieren, und dann fängt man hier solch tolle Fische. Also, wir machen weiter. Tja, meine Lieben, eine kleine Pause gemacht, ein bisschen was gegessen, die Boje gewechselt, an der Boje ging nicht mehr viel. Jetzt habe ich hier ein Pläuschchen mit Eduard gehalten, und dann dachte ich, was ist denn das so komisch? Die Schnur sinkt nicht mehr ab, ich merke nicht mehr, dass da Spannung drauf ist, und auf einmal, na, wo ist er denn? Auf einmal taucht er hier auf. Hä? Kollege. Hat er angeklopft. Schönes Fischchen. Wieder auf dem 70er in Glow. Der funktioniert heute irgendwie bei mir sehr gut. Bei Eduard funktioniert, sagt er, alles. Bei mir funktioniert Glow gut. Schlanker Kerl, in die Länge gezogen. Mirax hängt vorne im Maul. So. Fisch ist im Netz. So. Dann haben wir den Patienten. Richtig schön langgezogener Fisch. Klasse. Ja Leute, ich wollte eigentlich den Fisch gerade abhaken. Habe ich jetzt auch abgehakt. Der Köder ist rausgefallen im Kescher. Und währenddessen, jetzt hängt natürlich mein Köder hier. Eduard, du musst den anderen Kescher nehmen. Ja, und jetzt zeigt Eduard mal wieder, dass er auch kann und auch fängt. Und was hast du jetzt auf dem Mirax? Ja. Ah, auch auf dem 70er, ne? Ja. 70er. Ich sehe, der Köder sieht man nicht. Köder ist voll weg. Große. Ja. Schöne Forelle. 70er ist komplett weginhaliert. Der ist schön weich. Den wollen sie, den fressen sie. Hier ist jetzt der Fisch von Eduard, und ich weiß nicht, ob man sieht, aber der Köder ist einfach komplett irgendwo im Schlund hinten. Die lieben den Mirax, die lieben ihn. Tja Leute, war jetzt hier nach dem Regen
Alles ein bisschen stiller, aber Eduard liefert stabil mit seinem 70er Mirax. Jetzt in Weiß-Gold, ne? Ja. In Weiß-Gold. Eine schöne Forelle nach der anderen. Oh, guck da, der Köder ist rausgefallen, abgefallen. Da schwimmt er. Ne? Ja, jetzt ist er im Boot. Aber da sehen wir es. Ist der Weiß-Goldene. Da ist der Patient sehr zufrieden. Fisch im Netz. Was will man mehr? Läuft. Lange hat es ihn gequält. Jetzt auch wieder mal ein Live-Biss. Oh, das scheint was Schönes zu sein. Ja, das ist kein kleiner Fisch, der ist schwer. Edig. Kleine Forelle. Nein, keine kleine Forelka. Das ist keine kleine Forelka. Interessant. Oh, das ist guter Fisch. Nee, das ist ein Lachs. Aber kein kleiner. Oh. Oh. Das wird wieder eine Action jetzt. Ich merke das schon. Das ist ein guter Fisch. Da. Oh. Das ist ein gutes Kerlchen, Leute. Ich hoffe, der bleibt dran. Der Haken hängt vorne. Ist genau unterm Boot. Ich hoffe nicht, dass die in die Boje schwimmt. Boah, guter Fisch, Leute. Boah. Der ist noch lange nicht müde. Der ist noch nicht müde. Es läuft. Boah, der Haken hängt nur ganz vorne, ne? Oh. Da seht ihr mal die Almseemonster. Die Almseemonster, ich sag's immer wieder, die sind sehr tief wieder. Habe jetzt wieder ein bisschen schwereres Tungsten gewählt. Hatten jetzt länger auch keinen Biss mehr. Und dann so ein Ding. Das freut natürlich umso mehr. Wahnsinn. Das freut mich richtig, dass wir hier noch so ein schönes Krokodil drauf kriegen. Guck dir das mal an, was der macht, ne? Da brennt einen schon mal der Arm, ne? Boah, Wahnsinn. Ah, das ist ein schöner Fisch. Was für eine Kraft die hier haben, ne? Da kommt er, guck mal, jetzt springt er gleich. Boah. Oh ja, dicker Brummer. Ui. Dicker Brummer. Jawohl. Ah, wir haben ihn im Netz, Leute, wir haben ihn. Ja, liebe Leute, nach diesem spektakulären Drill, die Bremse war richtig am Pfeifen und haben wir den Fisch landen können. Ist eine richtig schöne Lachsforelle, wie sie im Buche steht. Sehr schöner Fisch. Hat einen richtig guten Kampf hingelegt.
Und wir machen jetzt noch ein paar Würfe und ich freue mich riesig, dass wir hier so einen schönen Fisch noch überlisten konnten. Hier am Almsee, aus der Tiefe, gezaubert. Einfach herrlich. Adrenalin pur, Jungs. Ja, man glaubt es kaum. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist wieder eine große. Jo, das ist wieder ein großer Fisch. Jetzt hat der Regen wieder angefangen. Ich habe gerade so richtig fröhlich mit Eduard gequatscht. Lass uns doch mal nochmal die Boje wechseln. Und dann kriege ich einen Biss. Habe ein bisschen weitergeführt den Köder. Die spielen hier sehr gerne mit dem Köder, habe ich jetzt heute schon ein paar Mal gemerkt. Kommt auf mich zugeschwommen. Das ist wieder ein guter Fisch, ich merke das, der ist schwer. Ja, das ist ein guter Fisch. Der steht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Oh ja. Guck mal die Rute an. Das ist ein guter Fisch. Oh, das müsste was richtig Gutes sein, vom Gefühl. Ist unterm Boot. Ja, geht. Ein bisschen kleiner als der vorhin. Eine richtig schöne Lachsforelle auf jeden Fall. Harakiri macht sie. Harakiri. Harakiri. Eduard macht mir den Keschermeister. Ja, macht du dich nass? Oh. Ist doch mal richtig losgeschossen. Wollten wir nicht ganz aufgeben. So, jetzt haben wir sie aber. Oh, guck mal. Die will nicht aufgeben, ne? Jetzt ist sie im Kescher. Haben wir natürlich, danke. Natürlich. Oh, oh, danke, danke. So einen kurzen Wartkescher heute dabei. Ich dachte, so vom Boot aus reicht der. Wäre natürlich nicht verkehrt gewesen, wenn er ein bisschen länger gewesen wäre. Wieder eine richtig schöne Lachsforelle auf einen Mirak 70er UV-aktiv und Glow. Klasse. Tja Leute, ich weiß, ihr werdet es nicht glauben, aber das ist der nächste Wurf. Das ist der nächste Wurf nach dem Lachs. Ich habe jetzt die Farbe gewechselt, auch UV-aktiv und Glow, aber in so einem Schweinchen rosa. Das war der nächste Wurf. Ich werde nicht mehr. Ich werde einfach nicht mehr. Ich glaube, das ist kein kleiner. Das ist, ne, 1,5 Kilo. Schöner Fisch. Vorne gehakt. Schönes Ding. Fisch ist im Netz. Jupp. Tja, wieder beim Absinken im strömenden Regen. Ich glaube, das ist eine normale Portion. Ne, könnte auch eine schöne Lachsforelle sein. Verkaufen sich immer erst wie Porzies. Oh, da hinten kommt sie. Vielleicht sieht man es, die Druckwelle. Ja? Ja, ist nicht schlecht. Jo, und jetzt fängt sie an. Vorm Boot. Vorm Boot fängt sie wieder an.
unterm Boot. So, unseren Kescher hier. Unseren Riesenkescher, der uns heute schon ein paar Mal den Hintern gerettet hat, weil er ein tiefes Netz hat. Eduard, kannst du mir die keschern? Ja, ja. Mit dem kurzen Kescher ist das ein bisschen unhandlich, aber wir sind jetzt zu zweit im Boot und da fluppt das wunderbar. Das ist wieder eine schöne Lachsforelle. Nicht schön. Ach, vom Boot werden sie immer wach hier, ehrlich. Schöner Fisch. Jetzt haben wir sie. Jawohl, jawohl. Oh, oh. Oh. Ja. UV aktiv und Glow. Ja, Köder ist raus. Da haben wir ihn. Tja, meine Lieben. Jetzt auch im strömenden Regen, Dauerregen heute den ganzen Tag. Hier wieder eine richtig tolle, schöne Lachsforelle, die uns hier spektakuläre Kämpfe haben wir hier vom Boot aus. Das ist einfach verrückt. Der Tag heute ist verrückt. So kann man ihn einfach nennen. Wahnsinn. Leute, es ist mir schon grausam euch zu zeigen, wirklich. Wir haben hier einen Doppeldrill. Das ist der nächste Wurf. Und Eduard hatte... Oh, oh, Wahnsinn, was hier los ist. Das ist Wahnsinn. Doppeldrill. Da hängt er. Da drillt er. Das ist einfach verrückt, ehrlich. Warte, Eduard, ich kescher meinen schnell ab. So. Und dann kommt der von Eduard. Oh, kannst rausholen, dein Köder ist raus. Dein Köder ist raus. Ja, okay. Leute, ihr glaubt es nicht. Das ist einfach verrückt. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Jetzt haben wir ordentlich Wasser auf der Linse. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt haben wir hier auch noch einen Doppeldrill mit zwei, ich schätze mal 1,5, 2 Kilo Lachsforellen gehabt. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Guckt ihn euch an. Durchgenässt sind wir beide. Aber die Fische beißen wie verrückt. Ah. Ja. Bisse haben wir immer noch und Aussteiger gibt es auch. Also. Tja Leute, Pause vorbei. Erster Wurf nach Pause. Und man glaubt es kaum. Ah, ausgestiegen, das gibt's doch nicht. Hä? Ausgestiegen. Tja. Schade. Farbe, UV-aktiv und Glow. Eduard hat jetzt auch 2 Aussteiger hintereinander. Also irgendwie summieren sich hier die Aussteiger langsam. Hoffen wir nicht, dass das so bleibt, ne? Ja, Eduard hat wieder einen Biss. Hängt. Jawohl, jawolski. Ja, ja, Volkswagen. Ja, ja, Volkswagen, genau. Oh, das ist eine gute? Kann er nicht sagen, weiß er nicht, aber für mich sieht das, ja, das sieht gut aus. Ja, ich denke, 1 Kilo oder 2. Oh, das ist eine gute. Das ist eine bessere. Pass auf, dass er dir nicht in die Boje schwimmt. Brauchst du Hilfe beim Keschern? Ja, das ist doch ein schöner Fisch. Schöner Fisch ist das. Komm, Papa Erwin keschert dir den. Komm, komm. Oh. Danke. Ja. Der Eduard sahnt jetzt hier auch nicht schlecht ab, ehrlich gesagt. Jetzt läuft das hier bei ihm auch.
Auch wieder eine richtig schöne Lachsforelle drauf. Also ehrlich gesagt, entweder bei jedem oder jeden zweiten Wurf, ne Eduard? Ja. Biss oder Fisch, also das ist, habe ich hier so auch noch nicht erlebt, muss ich wirklich sagen. Solche Tage sind auch immer selten und machen extremst viel Spaß. Also da brauchen wir uns nichts vormachen, wenn es beißt. Wenn es richtig beißt bei fast jedem Wurf, das macht einfach Spaß. Und dann auch noch so eine Fische, also ich weiß nicht, was man noch mehr will. Ha? Ja, die Bremse muss schreien, Junge. Und Rute. Rute krumm bis ins Handteil, ja. Erste Sahne. Und das im Dauerregen. Schön ums Boot rum. Na, wo ist sie? Sportliche Forelle. Sportlich, ne? Ja. Ja, die sind hier alle nicht so dick, die sind länglich, ne? Wie Torpedos. Ja, da kommt sie langsam. Oder auch nicht. Jetzt kommt sie. Einmal Luft schnuppern. So, da haben wir sie. Ab in den Kescher, ist im Kescher. Danke. Hältst du? Da ist er, der glückliche Super. Petri. Tja Leute, oh, ist die rausgeschossen, ey, Wahnsinn. Ich zeig's einmal, Eduard hat seine noch nicht mal abgehakt, da, der hat sie in der Hand. Guck mal, und da ist schon der nächste. Richtig schöne, oh, richtig schöne Forelle. Macht richtig Rabatz, guck dir das mal an, ey. Wahnsinn, wie die durchdreht. So. Pack erstmal deine Rute weg. Der Fisch sieht aus, als ob er sehr gut hängt. Aufgegeben hat er. Abgeschöpft. Jupp, 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 jupp. UV mit Glow, Mirax 70er. Rockt. Tja Leute, was soll ich sagen? Der Eddie hat tatsächlich... Oh oh. Hat was drauf bekommen auf dem Buffworm. Buffworm war das, ne? Ja. In der Farbe Chartreuse, die ich hier fische. Oh, das ist eine schöne. Oh, nein, nein, das gibt's doch nicht. Ist abgerissen, ne? Ja. Ja, mit Vorfach weg. Scheiße im Teich. Der zweifache deutsche Rudermeister da Eduard gibt hier Hackengas. Der Regen hat sich jetzt so richtig eingeregnet. Wir haben mehr als genug Fisch und jede Menge Spaß gehabt. Jetzt rudern wir langsam zum Steg, der sich da vorne befindet. Und dann packen wir unsere Sachen langsam und machen auch Feierabend. Tja, liebe Leute, der Angeltag ist jetzt hier vorbei am Almsee. Und was soll ich groß noch sagen? Ein sehr, sehr verregneter Tag, sehr, sehr viel Regen, nasse Klamotten und eine Menge an Fisch. Also sowas erlebt man auch nicht alle Tage und es hat mir einen riesen Spaß gemacht, mir und Eduard. Eduard ist jetzt auch schon umgezogen, sitzt im Auto, fährt jetzt nach Hause. Wir haben beide einen langen Weg vor uns, deswegen haben wir jetzt Schluss gemacht, haben auch reichlich Fisch gefangen und natürlich hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, ihr mir einen Daumen nach oben gebt, mich vielleicht abonniert und dann würde ich einfach sagen, freut euch auf das nächste Video. Ciao.